Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz, zum Ende des Sommersemesters wende ich mich heute noch einmal auf diesem Weg an Sie, nicht zuletzt, um unsere Perspektive auf das kommende Wintersemester mit Ihnen zu teilen. Wir haben die Pflichtlehrveranstaltungen des laufenden Sommersemesters trotz der rückläufigen Inzidenzen und der stetig wachsenden Zahl vollständig geimpfter Menschen wie versprochen weitgehend digital zu Ende geführt. Zum einen sind die Abstandsregeln nach wie vor in Kraft, die einer Rückkehr zur Präsenz nach wie vor entgegenstehen. Zum anderen geschah dies im Hinblick auf diejenigen unter uns, die noch nicht vollständig geimpft sind und im Hinblick auf die Studierenden, die sich aus gutem Grund entschieden hatten, für das Sommersemester keine Wohnung in Mainz zu mieten. Die rückläufigen Inzidenzen der vergangenen Wochen, verbunden mit einer zunehmenden Anzahl vollständig geimpfter Menschen, lassen uns hoffen, dass wir im kommenden Wintersemester endlich wieder zur Präsenz auf dem Campus zurückkehren können. Für uns als bekennende Präsenzuniversität also zum Regelfall des Miteinanders. Ob dies gelingt, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie verantwortungsvoll wir mit den derzeitigen Lockerungen umgehen. Hier scheint bei aller Freude über die zurückgewonnenen Freiheiten nach wie vor ein wenig Vorsicht angemessen. Und es wird davon abhängen, ob für die Hochschulen, anders als für die Schulen, auch weiterhin eine Mindestabstandsregel normiert wird oder ob die bisher geltende Regel beispielsweise durch maximale Veranstaltungsgrößen abgelöst wird, wie sie bereits im Kulturbereich oder im Sport gelten. Der weit überwiegende Teil unserer rund 7000 Lehrveranstaltungen findet nämlich in Gruppen statt, die nicht wesentlich größer sind als eine Schulklasse. Sollten wir weiterhin an Abstandsregeln gebunden sein, fehlen uns genau für diese zahlreichen Lehrveranstaltungen geeignete Räumlichkeiten. Gemeinsam mit den anderen rheinland-pfälzischen Hochschulen werben wir daher im politischen Raum für eine entsprechende Veränderung der Corona-Bekämpfungsverordnung. Schließlich noch ein Wort direkt an Sie, liebe Studierende. Sie haben in den vergangenen 15 Monaten eine besonders schwere Last getragen. Als Erwachsene konnte man sie einerseits getrost alleine zu Hause lassen, als junge Menschen standen sie aber in der Impfpriorisierung ganz am Ende. Und in der Verbreitung der Delta-Variante des Virus scheinen junge Menschen jetzt sogar in besonderer Weise gefährdet. Auch aus diesem Grund begrüßen wir die aktuelle Impfkampagne in Rheinland-Pfalz, die sich dezidiert an Studierende und Auszubildende wendet. Wir hoffen sehr, dass bis zum Beginn des Wintersemesters allen Studierenden ein Impfangebot gemacht worden ist und dass möglichst viele von ihnen dieses Angebot zu ihrem eigenen Schutz auch annehmen werden. Schon heute möchte ich Ihnen ausdrücklich danken für Ihre konstruktive Mitarbeit in diesen schwierigen Semestern, die wir mit großem Respekt wahrgenommen haben. Auch allen Lehrenden unserer Universität möchte ich im Namen des Präsidiums nochmal unsere hohe Anerkennung und unseren Dank aussprechen. Ihre flexible Reaktion auf die Bedingungen der Pandemie und Ihr großer persönlicher Einsatz für die Studierenden verdienen ebenfalls größten Respekt und ein herzliches Dankeschön. Tragen wir gemeinsam unseren Teil dazu bei, dass dieses Sommersemester das letzte vornehmend digitale Semester unserer Universität bleibt. In diesem Sinn wünsche ich allen eine erholsame und gesunde vorlesungsfreie Zeit und freue mich darauf, Sie im Herbst in Präsenz wiederzusehen.